Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Heute geht es um eine Ikone des DDR-Fahrzeugbaus. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wir tauchen mal wieder ein in die Youngtimer-Serie von Kobi. Der Marschab 1:35, der uns mit ein paar Formteilen schöne Fahrzeuge aus der jüngsten Vergangenheit auf den Klemmbaustein-Tisch zaubert. Und heute sprechen wir über die Fahrzeuge, die quasi die Gegenstücke zum T2, T3 in der DDR waren. Ein Vorzeigeprojekt, würde ich mal sagen, der IFA aus den VEB Barkers-Werke aus Chemnitz, vielleicht der deutschen Autostadt. In Chemnitz wurde ja auch die Auto-Union gegründet. Ihr habt es eh schon erkannt, wir sprechen heute über den Barkers B1000 von Kobi in der Pritschenwagen-Version, in der normalen Version, wie jeder Spengler sie haben hätte können, in der Volkspolizei, in der Feuerwehr und in der schnellen medizinischen Hilfe. So nannte man den Notarztwagen in der DDR. Freunde, heute gibt es viele Fakten. Wir sehen uns gleich hier auf dem Bautisch. Da haben wir den ostdeutschen Bulli, den Barkers B1000 auf den Bautisch. Alle 5 Varianten, die wir von Kobi haben, durchnummeriert. Von der 24593, 24594, 24595, 24596 und dann die 24600D. Schnelle medizinische Hilfe, Krankenwagen, die Feuerwehr, den Pritschen Barkers B1000, einen normalen Barkers B1000, einen zivilen und einen Barkers B1000 der Volkspolizei bzw. der Polizei. Diese 5 Varianten gab es, alle Marschab 1:35, alle liegen so um die 147 bis 157 Teile. Ich sage gab es, denn von der Feuerwehr und von der Pritsche können wir uns schon verabschieden. Die sind EOL gegangen, also End of Life. Aktuell finden wir bei Kobi im Katalog 01 2026 nur die Polizei, die Babyblau Variante und die schnelle medizinische Hilfe. Schauen wir uns die Rückseiten einmal an. Da sehen wir natürlich die Maße, die bekommt ihr auch gleich auf der Infokarte bei mir. Stellvertretend werde ich gleich mal einen Karton öffnen und bauen werde ich natürlich alle im Speedbild. Ja, da haben wir die Fakten. Wir sehen die Fahrzeuge von hinten. Natürlich haben wir hier bestimmte Formteile, die wir nur in dieser Fahrzeugserie bei Kobi haben. Ich mag aber hier den Grad zum Detail, den wir schon sehen auf dem ersten Blick, nämlich mit den vielen Drucken und dann auch hier mit der Holzmaserung bei der Pritsche. Ich würde sagen, wir öffnen hier für das Anschauen des Inhalts des Kartons einfach den Polizei-Barkers. Da sehen wir das Fahrzeug. Wir sehen den Hinweis nochmal ganz doll, Pad Printed. Ja, und wir sehen auch hier den Hinweis 2020. Ich öffne den Karton für euch. Ihr kennt das. Hier einmal eine Lasche rausdrücken und dann mit dem Finger runter. Dann kommt man ans Eingemachte. Diese Verpackung wurde 2024 gefüllt. Da ist der Stempel. Ich packe den Karton mal hier zur Seite. Wir sehen, wir haben hier eine große Tüte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und eine Anleitung im Postkartenformat. Hier mit diesem hellblauen Verlauf, den wir jetzt auch bei der VW-Serie kennen. Klammergebunden, das Fahrzeug. Altersempfehlung ab 6 Jahren. Und wir sehen auch, dass das Grün hier, dieses dunkelgrün ist von Kobi, es wirkt dunkler, das Grün, als der Druck. Gebaut dann, ja, ganz normal, wie wir es bei Kobi kennen. Baustep 1 ist auf jeden Fall farblich, dann ist ab dem Baustep 2 der davor liegende Baustep ausgegraut und der aktuelle Baustep ist immer farblich. Pfeile weisen uns den Weg und wir haben bei Sonderstein eine kleine Legende, denn diese sind in der Funktion und in der Form auch innerhalb von Kobi ab und zu unterschiedlich und zu Systemsteinherstellern sowieso. Achtet auf die Pfeile, die sagen euch, was man wie wo klemmen muss. Fertig sind wir dann mit dem Baustep 33, wenn wir hier das Heck anbringen. Auf den letzten Seiten dann eine Teileübersicht und ein bisschen Werbung hier für Fahrzeuge aus der Young Oldtimer Serie bzw. Young Timer Collection von Kobi. Ja,
Ich klemme jetzt alle Fahrzeuge für euch, dann vergleichen wir sie. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten zum Barkas B1000 und mir natürlich beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute geht es um ein Fahrzeug, das wie kaum ein anderes den Alltag in der Deutschen Demokratischen Republik geprägt hat. Den Barkas B1000. Kein Glanz, kein Chrom, keine Imagekampagne, sondern Nutzwerk, Pragmatismus und Improvisation auf Rädern. Wobei das mit kein Glanz, kein Chrom nicht so ganz stimmt. Der Barkas B1000 wurde ab 1961 im VEB Barkas Werke Karl-Marx-Stadt produziert, dem heutigen Chemnitz. Entwickelt als moderner Nachfolger des Framo V901, sollte er das zentrale, leichte Nutzfahrzeug der DDR werden. Für Handwerk, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, NVA und unzählige volkseigene Betriebe. Optisch fällt sofort die Frontlenkerbauweise auf. Der Fahrer sitzt quasi praktisch auf der Vorderachse, der Motor zwischen den Vordersitzen. Das sparte Platz, ermöglichte einen kurzen Vorbau und maximierte den Laderaum. Ein entscheidender Vorteil in einer Planwirtschaft, in der Effizienz wichtiger war als Komfort. Angetrieben wurde der Barkas B1000 zunächst von einem 3-Zylinder-Zweitakt-Motor mit 992 Kubikzentimetern Hubraum. Der Motor stammte technisch vom Wartburg 311, leistete 45 Pferdestärken und war mit einem 4-Gang-Schaltgetriebe kombiniert. Die Kraft ging an die Vorderräder, was für ein Nutzfahrzeug dieser Zeit durchaus relativ modern war. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei etwa 90 km/h. Realistisch eher darunter, vor allem bei voller Beladung. Und davon hatte der Barkas einiges zu tragen. Je nach Version eine Nutzlast von bis zu 1000 Kilogramm. Daher auch die Typenbezeichnung B1000, also eine Tonne. Der Verbrauch, Zweitakt typisch hoch, zwischen 12 und 15 Litern auf 100 Kilometer. Dazu kam das notwendige Öl-Benzin-Gemisch. Das bedeutete Rauch, Geruch und einen unverkennbaren Sound, ein akustisches Markenzeichen des Ostens. Knattern, knattern, knattern war hier angesagt. Was den Barkas besonders machte, war seine unglaubliche Variantenvielfalt. Kastenwagen, Pritsche, Bus, Kombi, Krankenwagen, Feuerwehrfahrzeug, Kühlwagen, Funkwagen, sogar Wohnmobilumbauten. Kaum ein DDR-Fahrzeug existierte in so vielen verschiedenen Ausführungen. Gerade der Krankenwagen BKs B1000 SMH3 ist bis heute ikonisch. Weiß lackiert, rotes Kreuz, Blaulicht auf dem Dach. Für viele Menschen der DDR war der Barkas das Fahrzeug, das man im Ernstfall als erstes sah. SMH ist die schnelle medizinische Hilfe. Technisch blieb der Barkas allerdings lange stehen. Während im Westen bereits modernere Viertaktmotoren, Sicherheitszonen und Komfortfeatures Einzug erhielten, wurde der Barkas nur schrittweise verbessert. Erst 1989 erhielt er den VW-Viertaktmotor mit 1,3 Litern Hubraum und 58 PS, bekannt als Barkas B1000-1. Eine deutlich verbesserte Version mit Laufkultur, Verbrauch und Zuverlässigkeit, aber leider viel zu spät. War auch nicht die Regel, dass Volkswagen-Motoren in Lizenz in der DDR gebaut wurden. Mit der politischen Wende 1989-1990 kam auch das wirtschaftliche Aus für den Barkas. Die Produktion endete 1991. Insgesamt entstanden dabei rund 175.000 Fahrzeuge. Gegen westliche Konkurrenz wie den VW T3 oder Ford Transit war der Barkas technisch und sicherheitstechnisch vor allem nicht mehr konkurrenzfähig. Heute
ist der Barkas B1000 ein gesuchter Oldtimer, vor allem im originalen Zustand oder als liebevoll restauriertes Einsatzfahrzeug. Ersatzteile sind verfügbar, die Fangemeinde ist sehr aktiv und auf Oldtimer-Treffen ist der Barkas immer ein Publikumsmagnet, gerade wegen seiner Geschichte und das egal ob in Ost, West, Nord oder Süd. Der Barkas war, und so ehrlich muss man sein, nie ein Traumauto. Er war ein Arbeitsgerät, ein Symbol für Mangelwirtschaft vielleicht, aber auch für Erfindergeist und Alltagstauglichkeit. Und genau das macht ihn ja bis heute so faszinierend und steht für viele Fahrzeuge aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Während hier jetzt nun Stein für Stein zusammenkommt, entsteht halt nicht nur ein Modell, sondern ein Stück ostdeutsche Industriegeschichte im Maßstab 1:35. Und deswegen bauen wir ihn auch, deswegen hören wir jetzt hier auch aus mit den Fakten und schauen uns die Kobi-Sets zum Barkas B1000 genauer an. Viel Spaß dabei, Freunde! Nach einer Stunde und 30 Minuten sind sie hier auf meinem Bautisch zur Präsentation bereit. Alle 5 Barkas-Versionen, die es von Kobi gab ist ja das Stichwort, denn wir haben ja, ich habe es gerade ja schon euch erzählt, jetzt einige, die schon EOL gegangen sind. Jetzt gerade ganz aktuell mit den 01 2026 Katalog. Sehr schade, denn gerade die Feuerwehr und auch hier der Pritschenwagen sind Fahrzeuge, die eigentlich, glaube ich, jeder in seiner Sammlung haben sollte, der sich für Youngtimer und DDR-Fahrzeuge interessiert. Ich stelle mal einfach zum Vergleich, da reden wir gleich drüber, hier einen T3 in Babyblau und hier einen T3 in Polizeifarben der BRD auf den Bautisch und ihr hört schon klimpern und ich hole mal dieses Gerät hier in den Vordergrund, denn das ist etwas, was ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr solche Finger habt wie ich, denn es gibt hier bei diesen ganzen 5 Sets einen Bauschritt, den ich richtig gruselig finde, der mich auch wirklich viel Zeit gekostet hat. Aber schauen wir uns mal die Fahrzeuge an, stellvertretend hier zuerst mit unserem babyblauen Barkas Fahrzeug. Wir schauen, überall haben wir die Typenschilde dabei, Barkas mit diesem Logo der Barkas Werke und B1000, jeweils auch in der Art dann unterschieden. Wir schauen uns die Bautechniken einmal an und zwar haben wir eigentlich immer die gleiche Bauweise. Wir bauen unten hier mit diesen dünnen Fliesen ein Gerüst, verlängern es dann hier mit Plates und dort bauen wir dann so einen Kasten auf. Er wird sogar relativ rechteckig, da haben wir den Kasten mit den Radkastensteinen, da müssen wir aufpassen, über abgerundet und ganz rund. Und dann bauen wir sogar hier innen drin eine Ladefläche quasi oder einen Teppich, sage ich mal, so heißt es ja auch. Wir bauen sogar richtige Sitze ein. Wir bauen sogar eine Seitenverkleidung ein, das finde ich ganz gut. Richtige Figur reinsetzen passt wahrscheinlich nicht. Hier, dann haben wir die ersten Formteile, nämlich vorne und hinten und dann auch hier oben auf der in Anführungszeichen Motorhaube. Aber hier ist schon der Baustep, der mich zur Weißglut gebracht hat. Wir sollen nämlich in das Formteil hier diese Bolzen, die Transclear-Bolzen, reinstecken in diese Löcher. Zeige ich euch gleich. Das geht gar nicht so einfach, da braucht man eine Pinzette. Ja, und dann baut man mit runden Slopes hier das Fahrzeug auf und dann kommen diese bedruckten Transclear-Teile für den Aufbau und von unten dann die Radaufhängung und fertig ist das Fahrzeug. Also bautechnisch nichts Wildes, außer man hat halt dieses Formteil. Ich zeige euch einmal hier, bevor wir loslegen, das Fahrzeug. Aufpassen natürlich hier mit den Rückspiegeln. So, und zwar ist hier dieses Formteil. Ja, man muss es schon abnehmen, weil wir hier oben drauf hier Noppen haben. Also nehmen wir diese ganze Front mal ab. So schaut das Fahrzeug dann eigentlich fast immer von innen aus. Wir haben hier die Sitze. Wie gesagt, die wird sehr eng für die Kobi-Figur. Wir haben hier hinten dann immer Fliesen und dann das Fahrzeug per se. Aber wichtig, ich wollte euch ja zeigen, hier diesen Baustep. Also, da seht ihr schon, da guckt man uns einen Bolzen von hinten an. Und den kriege ich mit den Fingern gar nicht so gut rein, auch wenn das hier ab ist. Mit den Fingern kriege ich das nie in diese Löcher rein. Deswegen musste ich eine Pinzette nehmen. Und lustigerweise bei diesem babyblauen Fahrzeug haben wir auch eine ganze Menge Steine über. Ich habe euch überall mal diese kleinen Häufchen gemacht. Seht ihr auch gleich bei den Detailbildern.
dass wir fast immer überall diese Bolzen über haben. Und ich habe sie dann genommen, diese Bolzen, habe sie dann versucht, mit der Pinzette irgendwie so zu platzieren, dass ich sie dann hier reindrücken konnte. Das war nicht so einfach. Vielleicht habe ich auch mich nur so kompliziert angestellt. Vielleicht sind meine Finger zu groß. Ich habe es nicht so gut hinbekommen. Das hier ist auch dann das eigentliche Formteil, was ich meinte. Hier, das hier, natürlich ohne die Brackets. Aber dadurch tolle Drucke, finde ich schön. Also bei solchen runden Fahrzeugen bin ich absolut kein Feind von Formteilen, sondern ganz im Gegenteil. Vor allen Dingen, wenn man mit solchen ikonischen Formen und Fahrzeugen dann auch vielleicht neue Kunden an so eine Marke wie Kobi heranführen kann. Wir sehen Türgriffe bedruckt. Wir haben hier das Typenschild quasi, das Fahrzeug nochmal bedruckt. Wir haben dann auf diesen einmal 1 Around Teils auf den Fliesen die Scheinwerfer bedruckt, die Front ist bedruckt, wir haben ein Kennzeichen und hier hinten auch ein Kennzeichen und hier auch Griffe bedruckt und eine bedruckte Heckscheibe. Das zieht sich ja leider durch bei diesen Youngtimern. Was wir auch bedruckt haben, sind halt hier die Steine, die eigentlich transclear sind. Und da sieht man ein bisschen die Farbabweichung. Ich glaube, mir sieht es eh ganz gut, dass wir hier so ein bisschen Farbabweichung haben. Es wirkt nicht durchgängig gleich Babyblau. Hier die Plates haben anderes Blau als hier und auf den Drucken sowieso. Hier haben wir einen Stein, der ist hellblau. Hier haben wir Transclear, was bedruckt ist. Und ich finde immer, die Drucke sind immer nicht so ganz sauber. Man sieht immer manchmal so kleine Einschlüsse, beziehungsweise auch manchmal so Kanten. Die Scheibenwischer sind schön gedruckt vielmehr. So, nicht gedrückt. Gedrückt habe ich hier viel, weil man aufpassen muss bei diesen Bauweisen. Aber hier sieht man so ein bisschen, da hat man nicht sauber den Druck rumherum. Und unten dann clean, sogar ein bisschen hier gefühlt mit Radaufhängung. Also und clean. Optisch machen die Spaß. Hier oben, das finde ich immer, sieht ein bisschen aus wie ja, Scheibletten. Da hätte man auch mal so ein Formteil machen können, aber irgendwie finde ich es ja cool, wenn Kobi sich da immer treu bleibt und seine Steine benutzt, die man im Portfolio hat. Aber hier sieht man ganz doll halt auch wieder, da nicht zu Ende gedruckt. Und es schimmert ein Striemen so durch und ja, auf Transclear drucken ist halt nicht so schön. Ich packe das Fahrzeug mal hier drauf, auf den Tisch wieder, Anleitung geht zur Seite. Und sagen wir mal einen schönen Vergleich hier, T3 zum babyblauen Barkas. Finde beide ganz, ganz nett. Kommen wir zum heimlichen Star, finde ich, dieser Serie und den es leider nicht mehr gibt, den Pritschenwagen. Auch hier Barkas B1000 Pritschenwagen. Wir haben Accessoires dabei, eine halbe Tonne und eine ja, richtige Tonne, also eine aus Holz, ein Kübel quasi und eine richtige Tonne. Und dann das Fahrzeug, was auch am meisten Spaß gemacht hat zu bauen, einfach weil es mal eine andere Bautechnik war. Wenn man die ganze Zeit die gleiche Bautechnik baut, dann ist hier so eine Version einer Pritsche ganz anders. Ja, ihr seht hier die Pritsche, die Aufladefläche. Wir können sie runterklappen. Wir haben Steine in der Holzmasong-Optik für so eine Pritsche. Hinten hier die Rückscheibe auch bedruckt. Bisschen da, die Bautechnik, ja, kann ich mit leben. Im Maßstab 1:35 immer so ein Thema. Dann auch hier bedruckt, die Scheiben, aber auch farblich hier, das wirkt ein Tucken heller als der Rest. Ich hoffe, es kommt beim Licht gut rüber. Wir haben ein Kennzeichen. Ihr könnt mir ja gerne mal die Kennzeichen für die Fahrzeuge raussuchen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob wir hier vielleicht wirklich Karl-Marx oder sowas haben. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, obwohl ich ein Riesenfan bin von solchen Geschichten aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und generell. Und jetzt fällt es mir auf, während ich hier das Video drehe, eigentlich wollte ich euch ein paar Sachen auf den Bautisch noch stellen, die ich mir extra besorgt habe, beziehungsweise die eh immer in meinem Haushalt sind, weil ich sie mag. Das sind Bautzner Senf, das ist Rotkäppchen, nicht Käppchen, Sekt. Wird habe ich schon ein paar getrunken, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und rätseln. Nein, Spaß. Also Bautzner Senf, Rotkäppchen, Sekt und zum Beispiel auch kalter Hund. Und. Es gibt so viele tolle DDR-Produkte da draußen. Und von den Grabor Schaumküssen will ich gar nicht reden. So, jetzt holen wir das Fahrzeug, das auch wieder zwei solcher Bolzen über hat, hier ran, was ich auch in den Fakten erwähnt habe, nämlich hier unseren Barkas B1000 Krankenwagen mit der schnellen medizinischen Hilfe. Da sieht man es ganz eindeutig mit den Fenstern, das ist so ein bisschen komisch mit den Drucken, wobei sie eigentlich ja ganz cool aussehen. Es sieht halt so schön aus nach Sanitätswagen,
Auch das Formteil hier vorne unten wieder sehr clean. Rollen tun die alle. Die typische tolle Form der Barkas kommen gut rüber. Auch das, was ich gesagt habe, dass man hier auf der Vorderachse eigentlich sitzt, das hat schon seinen Charme. Und hier oben dann Sirene und das Blaulicht. Also tolle Fahrzeuge, tolle Formen, auch tolle Drucke. Da kann man ja eigentlich nichts sagen, dass hier wirklich so viel gedruckt wurde. Aber bei den Fenstern hier, ja, diesen Versatz der Kanten, das gefällt mir nicht so gut. Und mit dem Weiß, das Weiß geht Gott sei Dank hier einigermaßen, da passt es. Und auch, dass man hier wahrscheinlich eine gebleichte Heckscheibe hat, das ist auch ganz gut. Das Rot gefällt mir hier auch ganz gut. Aber es zieht sich durch, und das hatten wir ja auch bei dem Review zu den T3s von Volkswagen, dass dieses auf Transclear drucken nicht das Schönste ist, was man hat. Dann ein Highlight, nicht die Bolzen, die wieder übrig geblieben sind. Wie gesagt, die Teile, die übrig geblieben sind, kriegt ihr nochmal im Detailvideo. Nein, Detailbildern meine ich. Im Detail sprechen wir jetzt ja drüber. Ist hier vielleicht der Feuerwehr-Barkas. Hier wirkt das Rot irgendwie ein bisschen anders. Es wirkt wie so ein rotes Curry-Ketchup-Rot. Wir haben tolle Drucke auf den Stein. Wir haben hier die Freiwillige Feuerwehr Falkenrede. Ich werde euch nochmal einblenden, ob es Falkenrede wirklich gibt. Dann Kennzeichen, auch die bedruckte Heckscheibe, Lüftungen hier. Und ich wette, dass in so mancher Freiwilligen Feuerwehr, und wenn es nur historisch ist, so ein Fahrzeug steht. Ich finde sie klasse. Ich mache mir jetzt mal hier hinten ab, dann könnt ihr mal reingucken, was ich meine. Hier ist überall hinten gefliest. Und das sind halt die Formteile, die wir haben, die großen. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die typischen Formteile bei diesen Barkas-Fahrzeugen. Und Feuerwehr und dann hier mit einer vermeintlich echten, finde ich, klasse. Dann aber etwas, was ich zu monieren habe, was man damals schon falsch gemacht hat und heute wieder falsch gemacht hat, ist nicht, dass wir hier auch so Bolzen über haben. Nein, nein, nein. Das ist, dass wir bei diesen Fahrzeugen halt einfach keine Minifiguren dabei haben. Und ich glaube, so einen Fopo, so einen Volkspolizisten, das wäre doch der Hammer gewesen. Vielleicht bringt Kobi irgendwann nochmal so Figurenpacks raus für zivile Berufe oder ja, Institutionen. Ich glaube es nicht. Aber hier bei der Polizei, ein Fopo, einen DDR-Polizisten, das wäre schon cool gewesen. Richtig krasses, dunkles Grün im Vergleich zum Grün bei der BRD-Polizei. Hammer. Tolle Drucke. Hier sieht man auch Hammer und Sichel auf der Kokarde, auf dem Symbol der Polizei. Kennzeichen, das lässt ja auch auf die DDR schließen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Polizei nach der Wende noch solche Bullis benutzt hat. Bestimmt eine Zeit lang gab es noch so Übergangszeiten, wo die benutzt wurden. Aber hier sieht man es auch wieder, ja, den Versatz beim Druck, das Weiß auf den Transclear und vor allem hier auch die Lamellen und dadurch die Spaltmaße. Rollen tun die alle super. Sie sehen alle super aus und ich will sie gar nicht missen. Und ich gebe euch ja auch wirklich jetzt ja quasi eine Kaufempfehlung, ist vielleicht doof, aber ich sage euch, Leute, kauft sie euch, solange sie noch gibt. Kauft sie euch auch, wo ihr wollt. Ich will doch gar keinen Stress oder sowas machen. Ich sage nur, wenn ihr Fan von historischen Fahrzeugen aus Deutschland seid, dann sind solche wirklich Youngtimer, die auch noch knuffig aussehen, die mindestens im Volksmund genauso einen Stellenwert haben sollten wie ein T2, T1 oder T3, dann sind diese Barkas, die B1000 hier wirklich, wirklich lohnenswert sich zu holen und sie sehen einfach knuffig aus. Die Rundungen sind super. In meiner Heimatstadt steht einer im Schaufenster bei einem Gebrauchtwagenhändler. Ich kenne den Herrn auch noch. Grüße gehen raus. Ich finde die knuffig. Sie sehen einfach einladend aus. Unabhängig von der Technik, habe ich euch ja gerade erzählt. Ihr könnt mir aber gerne bitte, und das ist eine wirkliche Bitte, bitte, ich mache diese Videos ja nicht nur, um euch hier zu betonen, zu bespaßen, sondern um halt auch ja, mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr Geschichten habt rund um diese DDR-Fahrzeuge, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Kommt auf meinen Discord, erzählt es mir da. Ich möchte sie gerne hören, denn ich bin nun mal Wessi, ich bin im Westen groß geworden, aber fasziniert von den Geschichten, die damals in Anführungszeichen da drüben stattgefunden haben. Also lasst es mich gerne wissen, haut in die Kommentare, ich antworte zu jedem Kommentar, das wisst ihr. Und jetzt bekommt ihr, wie versprochen, Detailbilder von unserem Blitz, der nicht von Opel kommt, sondern ein Punisher ist. Ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß bei den Detailbildern.
Ja, Freunde, während ihr hier wie versprochen Detailbilder aller unserer Barkas B1000 von Kobi seht, noch ein kleiner Nachweis. Das Feuerwehrfahrzeug steht wirklich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Falkenrede. Ich habe euch den URL, den Link zur Webseite von der Freiwilligen Feuerwehr in das Video gepackt und auch unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal auf deren Technikseite vorbei. Dort findet ihr nicht nur den Barkas. Aber ich wollte mit euch noch über den Namen, die Abkürzung IFA sprechen, denn das gehört ja 1:1 dazu, wenn wir über den Barkas B1000 sprechen. Der Name IFA steht für Industrieverband Fahrzeugbau und war in der Deutschen Demokratischen Republik kein einzelner Hersteller, sondern ein ganzes Fahrzeugkombinat, typisch ostdeutsch. Gegründet wurde die IFA 1948 und bündelte nahezu die komplette Fahrzeugproduktion der DDR. Von Motorrad bis hin zum schweren LKW. Unter dem IFA-Dach entstanden bekannte Marken wie Wartburg, Trabant, Robur, IFA W50 oder halt auch der Barkas. Ziel war nicht die Vielfalt, sondern auch typisch Planwirtschaft die Funktion. Robuste, reparaturfreundliche Fahrzeuge für Alltag und Landwirtschaft sowie Industrie und natürlich dem Militär. Technologisch hinkte man dem Westen oft hinterher, doch gerade das machten viele IFA-Fahrzeuge langlebig. Der W50 zum Beispiel lief millionenfach im In- und Ausland. Der Barkas prägte Städte und Betriebe oder die Feuerwehr zum Beispiel und der Trabant wurde zum Symbol eines ganzen Staates, quasi der DDR Volkswagen. Nach der Wiedervereinigung endete der IFA Anfang der 90er Jahre. Viele Werke schlossen, einige wurden von westlichen Herstellern aber übernommen. Heute stehen IFA-Fahrzeuge für ein Stück Industrie- und Alltagsgeschichte der DDR. Einfach, laut, kantig, ehrlich konstruiert und immer mit ein bisschen Knattern. An dieser Stelle eine kleine Danksagung an alle Kanalmitglieder, die mir helfen, diesen Kanal algorithmustechnisch zu pushen und auch den Kanal auf eine breitere finanzielle Basis stellen. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch, aber auch ein generelles Danke an jeden Kommentarschreiber, an jeden, der die Videos guckt, an jeden, der einen Daumen hoch gibt, an jeden, der ein Video liked. Vielen lieben Dank an die gesamte Blockstar-Community. Ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass diese Sets EOL gehen. Auch, ihr habt es gehört, wenn es zur Wahrheit dazu gehört, dass Kobi 2 Sets schon aus ihrem Portfolio gestrichen hat. Ich liebe diese knuffigen Dinger und habe mir dann bei einem großen ehemaligen Bücherhändler 2 dieser Sets geholt. Ich wette, dass da draußen es noch den einen oder anderen Händler gibt, bestimmt noch euer Lieblingshändler, der diese Sets noch im Bestand hat. Sie gehören auch dazu und ich hoffe, dass Kobi, wenn sie die hier auslaufen lassen, vielleicht neue bringt oder Traum wäre ja so ein Ding mal im Maßstab 1:12. Müssen ja nicht alle Varianten sein. Ich fände es klasse, denn diese Fahrzeuge gehören einfach dazu. Und für mich als Wessi mit Nostalgiegefühlen, deswegen auch hier der Sekt und der Senf, 2 Produkte, die wirklich nie bei mir im Haushalt fehlen dürfen, mag es einfach, wenn solche Produkte abgebildet werden und ihre Hommage in Klemmbaustein kriegen, auch wenn sie teilweise Schwächen haben. Wie, und das ist mir nochmal bei der Sicht der Bilder so quasi wie Schuppen von den Augen gefallen, die riesengroßen Ohren hier, die Rückspiegel, diese Formteile von Kobi, die sehen auch ein bisschen komisch aus. Auch wenn ich es mag, dass Kobi Standardteile verwendet und damit tolle Sachen zaubert, das dann lieber mit Formteilen ergänzt und dann wird es rund, aber es hat schon manchmal seine Schwächen. Trotzdem, ich hoffe, dass es rüberkommt, liebe ich diese Serie und freue mich, diese ins Regal zu stellen, die da genauso ihren Platz kriegen wie die Brüder oder Schwestern von Volkswagen oder Opel oder. Ja, schreibt mir eure Meinung mal zu den Youngtimern und gerade zu Barkas in die Kommentare und lasst mich bitte, bitte wissen, wie euer Leben in der DDR war. Das würde mich freuen. So ein bisschen Austausch und ich antworte ja so oder so auf jeden Kommentar, das wisst ihr. In diesem Sinne, liebe Freunde, ja, Freunde ist das Stichwort. Freundschaft könnte ich sagen. Gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.